Moser erweitert sein FlightSim-Ökosystem um ein Panel, das auf den ersten Blick klar macht, wohin die Reise geht. Das FMP18 Panel Bundle ist ein komplettes Front-Panel-System, das optisch und funktional sehr stark in Richtung FA18 Hornet geht. Also in die Welt militärischer Luftfahrt und möglichst viel Cockpit-Immersion. Und damit sind wir direkt bei einer großen Frage dieses Videos. Ist dieses Bundle ein Stück Hardware ausschließlich für FA18-Fans oder steckt hier eventuell sogar ein modularer Ansatz dahinter, der auch für andere Anwendungsbeispiele interessant werden kann? Moser bringt das Ganze nicht nur mit beispielsweise DCS, sondern auch mit dem Microsoft Flight Simulator oder auch X-Plane in Verbindung. Wir schauen uns heute in diesem Video an, woraus dieses Bundle besteht, was es kann, wie es aufgebaut ist, wo die Stärken liegen und natürlich auch, für wen sich so ein Panel am Ende wirklich lohnt. Und damit hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Mein Name ist Andi, schön, dass du da bist. Fangen wir ganz grundsätzlich an. Was ist das FMP18 Panel Bundle eigentlich? Im Kern ist es ein modulares Cockpit-Panel-System, bestehend aus mehreren Einheiten. Dazu gehören die zentrale FMP18 FPP, 2 DDI-Module und ein AMPCD-Modul. Wer mit der FA18 unterwegs ist, der weiß, in welche Richtung das geht. Linkes Display, rechtes Display, mittleres Display, unten und dazu ein zentraler Bedienbereich, also eine typische moderne Jet-Cockpit-Anordnung. Moser baut hier nicht einfach nur irgendein generisches Button-Panel, sondern ein Panel, das sich optisch und haptisch sehr stark an einem echt militärischen Cockpit orientiert. Man erkennt das bereits an der Form und im Ganzen, wie das Panel funktioniert. Es will sich auch nach Cockpit anfühlen. Die Abmessungen zeigen, dass man dafür Platz benötigt. Mit Befestigungsklammer kommt das Bundle auf etwa 52,7 x 45,6 x 21,2 cm. Das Gewicht liegt bei rund 4,15 Kilogramm. Zum Einsatz kommen quadratische 7,1 Zoll Displays mit einer Auflösung von 800 x 800 Pixeln. Und diese sind im Prinzip das Herzstück des ganzen Systems. Denn gerade die Displays sind zentrale Arbeitsflächen. Dort passiert Navigation, Sensorik, Systemmanagement, Waffenbedienung und vieles mehr. Wenn man diese Inhalte auf einem physischen Display vor sich hat und dazu rundherum echte Tasten drücken kann, verändert das die Bedienung komplett. Die Displays benötigen keinen klassischen Ausgang an der Grafikkarte, also weder HDMI noch DisplayPort. Sie werden ausschließlich über USB 3.0 an den PC angebunden. Das ist in der Praxis oft ein großer Vorteil, weil moderne SIM-Setups ohnehin oft schon mit mehreren Monitoren, Capture-Karten, VR-Brillen oder Zusatzdisplays arbeiten. In meinem Aufbau führe ich beispielsweise alle USB-Anschlüsse des FMP18, insgesamt 4 Stück, zu einem aktiven USB 3.0 Hub. Von diesem Hub geht es dann nur noch mit einem einzigen Kabel per USB 3.0 zum PC. Und das macht das Kabelmanagement dann deutlich entspannter. Zusätzlich kann man die Stromversorgung auch noch unterstützen, indem man die Displays direkt über ein Netzteil versorgt. Das ist laut Anleitung kein Muss, aber wird empfohlen und das würde ich auch so tun. Alle Kabel liegen wie folgt bei: 3x USB-A auf USB-A 3.0 für die Displays mit einer Länge von 180 cm. Einmal USB-C auf USB-A 3.0 für das Mittelmodul oben mit einer Länge von 180 cm. Und dann noch das Stromkabel, welches die 3 Displays jeweils per USB-C verlässt und zu einem USB-A-Anschluss zusammenläuft. Die Länge dieses Kabels beträgt 120 cm. Das Netzteil liegt nicht bei, man kann allerdings ein Netzteil verwenden, wie es beispielsweise aktuellen Handys beiliegt. Das klingt im ersten Moment nach reichlich Verkabelung, aber im Alltag macht es das Ganze deutlich angenehmer, als mehrere zusätzliche Monitorkabel bis zur Grafikkarte legen zu müssen. Das FMP18 ist aufgrund des modularen Systems auch für individuelle Cockpit-Lösungen interessant. Denn die Displays müssen nicht zwingend nur als FA18-Anzeigen genutzt werden. Im Grunde kann man alles, was sich aus einer Simulation heraus auslagern, spiegeln oder als eigenes Fenster darstellen lässt, auf diese kleinen Monitore legen. Im Microsoft Flight Simulator lässt sich das zum Beispiel mit Hilfe des Microsoft Flight Simulator Pop-Out Panel Manager umsetzen. Den hatten wir ja auch schon beim MGX 1000 als Thema.
Damit können bestimmte Cockpit-Anzeigen ausgelagert und auf externe Displays verschoben werden. Und genau dieses Prinzip wird hier ebenfalls genutzt. Man spiegelt und platziert die gewünschten Anzeigen auf die FMP18 Displays und baut sich so sein eigenes individuelles Cockpit. Das kann ein Navigationsdisplay sein, ein PFD, ein MFD, eine Karte, ein Engine-Display oder auch eine ganz eigene Kombination aus verschiedenen Pop-out-Fenstern. Man ist also nicht zwingend darauf beschränkt, die Displays nur so zu verwenden, wie sie im FA18-Kontext gedacht sind. Und gerade dieser Punkt macht das FMP18 für mich deutlich spannender als ein reines FA18-Panel. Ja, der Hauptcharakter ist ganz klar militärisch, aber die Displays selbst können, richtig eingerichtet, auch für andere Ansätze genutzt werden. Mosa nutzt ein magnetisches Quick-Swap-System in Kombination mit Pogo-Pin-Verbindungen. Das bedeutet, Module und Rahmen können schnell gewechselt oder anders kombiniert werden, ohne dass man ständig Werkzeuge in die Hand nehmen muss. Das ist ein cleverer Ansatz, heute FA18 in DCS, morgen vielleicht ein Airliner im Microsoft Flight Simulator, übermorgen eine Maschine aus dem GA-Bereich in X-Plane. Klar, das Design schreit FA18. Niemand schaut sich dieses Panel an und denkt zuerst an eine Cessna 172 mit Kaffeebecher und Seitenfach. Aber die Displays und Bedienelemente können grundsätzlich auch für andere Anwendungen spannend sein und dann wird interessant, wie man das Ganze aufbaut. Das Bundle wird mit einer eigenen Klammer ausgeliefert. Diese ist für das FMP18-System gedacht und unterstützt sowohl die Montage am Tisch als auch an Aluminiumprofilen. Außerdem lässt sich der gesamte Winkel des Panels anpassen. Zusätzlich besitzen alle Module auf der Rückseite einen VESA-Standard mit 75 x 75 mm und M4 Schrauben. Das ist sehr positiv, da alles dadurch maximal flexibel wird. Wer bereits ein Rig hat oder eigene Halterungen nutzt, bekommt damit deutlich mehr Möglichkeiten. Die einzelnen Komponenten lassen sich individuell anordnen, aufbauen und integrieren. Das System bringt 95 Buttons, 16 Drehknöpfe und 7 Toggle-Switches mit, was sehr umfangreich ist. Die Tasten haben einen klaren, knackigen Druckpunkt und die Kippschalter sind präzise und stabil. Die Drehregler lassen sich sauber, kontrolliert und hochwertig bedienen. Hier ein paar Soundaufnahmen für eine bessere Orientierung zur Haptik. Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Beleuchtung. Mosa setzt auf beleuchtete Tasten, Drehregler und Schalter. Dazu kommen einstellbare Displayhelligkeit und einstellbare Hintergrundbeleuchtung. Konkret gibt es 10 Stufen für die Displayhelligkeit und 15 Stufen für die Hintergrundbeleuchtung. Konfiguriert wird das alles in der Mosa Cockpit App, wo sich außerdem auch die Display-Zuweisungen für links, Mitte und rechts einstellen lassen. Das ist wichtig, weil Windows bei mehreren Displays und USB-Display-Lösungen schnell mal ein kleines Eigenleben entwickeln kann. Eine saubere Softwarezuweisung ist hier wichtig.
Über Mosa Cockpit wird die Hardware außerdem auch mit regelmäßigen Updates versorgt und die Vergangenheit zeigt, dass bei anderen Hardware-Komponenten gerne auch einmal sinnvolle Zusatzfunktionen im Laufe der Zeit ihren Weg in das System gefunden haben. Mosa nennt als kompatible Plattformen unter anderem DCS World, Microsoft Flight Simulator 2020 und 2024, X-Plane und weitere Titel. Gleichzeitig ist wichtig, das Produkt ist klar für den PC gedacht. Planungen auf Xbox und/oder PlayStation laufen hier aktuell nicht. Unabhängig von nötigen Lizenzen ist es wohl auch technisch auf Konsole schlicht nicht umsetzbar. Der natürlichste Einsatzzweck ist aus meiner Sicht ganz klar DCS World und dort dann halt insbesondere die FA18. Das ist der Bereich, in dem Design, Funktion, Layout und Immersion am besten zusammenpassen. Im Übrigen werden die Displays des FMP18 Panel Bundles innerhalb von DCS World automatisiert erkannt und von der F18 bereits jetzt zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Videos sofort und fehlerfrei von deren Displays im Cockpit auf die Monitore gespiegelt. Hier wird kein Pop-out-Manager wie beispielsweise im Microsoft Flight Simulator benötigt, was die Einrichtung beschleunigt. Im Microsoft Flight Simulator und in X-Plane kann das Panel trotzdem interessant sein, aber eher als universelles Bedien- und Displaysystem. Man muss sich bewusst sein, die Optik bleibt militärisch. Wer also einen Airbus, eine Boeing oder eine Cessna fliegt, bekommt damit nicht automatisch ein stimmiges ziviles Cockpit. Man bekommt jedoch zusätzlich physische Eingaben und Displays, die je nach Workflow sehr praktisch sein können, und jemand, der etwas kreativ ist, kann sich daraus auch sehr gute Lösungen basteln. Es kommt immer auf das eigene Flugprofil und die Anwendungsbereiche an. Brauche ich wirklich genau dieses Panel? Oder wäre ein zivileres Setup eventuell sinnvoller? Und genau diese ehrliche Einordnung ist wichtig, denn nur weil Hardware technisch in mehreren Simulatoren funktioniert, heißt das noch nicht automatisch, dass sie für jeden Simulator gleich sinnvoll ist. Die perfekte Zielgruppe sind ganz klar DCS-Piloten, die viel Zeit in einer FA18 verbringen und ihr Cockpit deutlich physischer gestalten möchten. Wer regelmäßig Carrier Operations fliegt, Systeme lernt, Prozeduren abarbeitet und sich ein möglichst immersives Setup bauen will, der wird bei diesem Panel leuchtende Augen bekommen. Ebenfalls interessant ist es für Cockpitbauer, die nicht alles selbst konstruieren, drucken, verkabeln und programmieren möchten. Hier bekommt man ein fertiges, optisch abgestimmtes System, das modular aufgebaut ist und direkt in ein Setup integriert werden kann. Für reine Microsoft Flight Simulator Piloten ist es etwas spezieller. Wenn man hauptsächlich Airliner, GA-Flugzeuge oder Helikopter fliegt, muss man sich gut überlegen, ob das militärische Layout wirklich zum eigenen Workflow passt. Das bedeutet, das FMP18 ist nicht automatisch nur ein DCS-Produkt, aber der stärkste emotionale und optische Nutzen liegt ganz klar im militärischen Bereich. Für Einsteiger ist das Ganze vermutlich eher zu speziell. Wer gerade erst mit Flugsimulation anfängt, braucht zuallererst ein gutes Grundsetup, einen Flightstick, ein gutes Yoke, Pedale. Das FMP18 Panel Bundle ist eher die nächste Ausbaustufe, nicht der erste Schritt. Mein Fazit: Das Mosa FMP18 Panel Bundle ist ein beeindruckendes Stück Flight Sim Hardware. Der Preis für das komplette Bundle liegt bei 889 €. Das AMPCD Display Panel wird es auch einzeln geben für einen Preis von 209 €. Diese Hardware richtet sich ganz klar an Simmer, die mehr wollen als nur ein paar zusätzliche Tasten. Hier geht's um Immersion, um Haptik, um echte Displays, um FA18-Feeling und um ein Cockpit-Erlebnis, das deutlich näher an physischer Bedienung liegt als Maus und Tastatur. Die größten Stärken sehe ich bei der Kombination aus großem quadratischem Displayformat, vielen physischen Bedienelementen, einstellbarer Beleuchtung, modularer Bauweise und flexibler Montage. USB 3.0 statt HDMI oder DisplayPort ist eine starke Lösung. Mosa erweitert kontinuierlich sein Flight-Ökosystem und bleibt dabei auch in Nischen konsequent. Das FMP18 ist kein Produkt für jeden. Wer hauptsächlich zivile Flugsimulation betreibt, sollte sehr genau prüfen, ob das militärische Layout wirklich zum eigenen Setup passt.
Die entsprechende Zielgruppe, die ihr Cockpit auf ein neues Level bringen möchte, bekommt hier ein Panel, das genau darauf zugeschnitten ist. Für mich ist das Bundle deshalb weniger ein allgemeines Flight-Sim-Zubehör und mehr ein sehr spezialisiertes Immersionswerkzeug mit einem interessanten Zusatznutzen. Ein Panel für Leute, die nicht nur fliegen wollen, sondern die Bedienung im Cockpit wirklich erleben möchten und die gleichzeitig bereit sind, sich ihr Setup sauber und individuell aufzubauen. Wäre so ein FA18-Panel für dein Setup spannend? Fliegst du in DCS und wartest genau auf solche Hardware? Oder aber bist du überwiegend im Microsoft Flight Simulator oder in X-Plane unterwegs und sagst, das ist zwar beeindruckend, aber für meinen Alltag vielleicht zu speziell? Für dein Feedback sowie Ergänzungen und Fragen nutze bitte die Kommentarfunktion hier unter diesem Video. Wenn dir dieser Inhalt gefallen hat, dann lasse zur Unterstützung dieses Kanals bitte einen Daumen nach oben da. Abonniere und aktiviere die Glocke, damit du keine kommenden Inhalte auf Andiana TV mehr verpasst. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen, wünsche einen guten Flug und bin raus. Das Airbus von Jumbo bis Jet, jedes Cockpit so echt, es wirkt wie ein Set. Einmal durchstarten, dann wieder im Flow und alle zusammen, gebt mir ein Go. Andiana TV, wir heben jetzt ab, virtuelle Fliegerei, Takt für Takt, von Takeoff bis Landing, High-Level-Show, die Trieb